Erstmal direkt mal testen, oder? Ich würde sagen, wir begrüßen erstmal unsere Zuschauer. Ja, Moment. Hallo, liebe Moment. Simracing und Redford-Fans. Ich wollte auch den Stream jetzt starten. Okay. Jetzt in Palisch oder was? So, der Stream, der läuft. So. Hallo Bernie, hallo Patrick. Hallo alle zusammen. Hallo, liebe Simracing und Rennsport-Fans und ein ganz herzliches Willkommen in Fuji. Fanatec, nur GT4 Challenge, Falken GT4 Challenge. Genau, so schaut's aus. Der Bernie fährt und ich höre mich doppelt. Da hast du wahrscheinlich deinen Ton an von deinem Stream. Nee, interessanterweise komme ich aus deinem Mikrofon. Kann ich nichts dafür. Bist ja nicht Ja hier. doch. Ich weiß ja nicht, hast du da irgendwie Lautsprecher an bei dir? Ja, jetzt geht's. Was hast du jetzt gemacht? Auch nicht. Das ist okay. Und der Bernie hustet. Ja. Das können wir aber jetzt So. immer so verteilen. Jetzt müssen wir mal hier Tacheles. Also der Bernhard, der fährt Rennen, GT4. Ich sollte mich mal langsam hinterher. Ja. Am Mount Fuji sollte eigentlich eine NASCAR-Strecke werden, aber den Jungs ist das Geld ausgegangen und dann hat irgendein Automobilhersteller hat die Strecke übernommen. Ich glaube, es war Toyota und hat die Strecke zu Ende gebaut als Rotstrecke. Aber ursprünglich war es als Oval geplant, weil ursprünglich wollten sie in Japan ein Pendant zur NASCAR-Serie aufbauen. Habe ich mich mal schlau gemacht, als der Bernie das erste Rennen hier gefahren ist. Und du sagst Also- doch, hier regnet es eigentlich immer. Ja, Ja, vielleicht wollten die ja, das wäre ja cool gewesen, ne, dass mit Fuji auch der Regen eingeführt wird, aber ihr habt doch mitbekommen hier, der Max Verstappen ist doch 24 Stunden von Le Mans gefahren und da mussten sie doch auch hier den Regen ausschalten, weil die Surfer das nicht geschafft haben. Und dann hat der Surfer aus Versehen Max Verstappen seine Mannschaft rausgeschmissen, wo sie weit in Führung waren und ist wieder aufgeploppt an 17. oder 18. Stelle. Und da hat er Verstappen Obos hingeworfen und hat die öffentlich beschimpft als Nullen und Nichtskönner und das wäre Mickey Mouse und Kindergarten. Er hat alle aufgefordert, das Spiel zu deinstallieren. Ja. War sogar mal Qualifying für euch. Oh, cool. So, wir haben eine Feldstärke von 2599 Ja, leck mich noch am Arsch. Schon weggedreht. und was haben wir denn hier? Ist doch noch Einführungsrunde, oder? Ja, es ist, Ja. 2599. Ach du heilige Scheiße. ja, ich weiß noch nicht, was für Autonummer du bist. Ich bin 15. Okay, also Von 15? nein, Wie viel sind hier drauf? Von 26. 26. Ah, ich bin noch bei 30%. Da ist das Wiederscheiner hier dabei. Ich habe gesehen, der war Division 1. Also der ist schon... Also ich habe jetzt hier keine bekannten Namen, außer Bernhard Lüthering natürlich, den kenne ich. Ach, spuck du mal. Weg. Kannst du eine Woche krank feiern. Ja, lass mal. Ja, erst die Zeit ist dann auch noch mal 1,44,769. schlecht. So, dann gucken wir mal, wo der Bernie ist. 14. aktuell. With the AMG. So, gucken wir mal erste Ergebnisse. Wir haben, der Bernie 1,44, war auf Platz 17 gelandet. Die schnellsten, der Justin Rehm zum Beispiel, 1,42,1. Ja, da komme ich nicht dran. Die schnellste, die ich eben gefahren habe, war eine 43,6. 44,3. An der Position hat sich nicht viel geändert. Euer noch einen nach hinten links. Ja, War jetzt auch wieder. Junge, mach die Zunge. Ja, 15. Platz, Bernie, ne? Man hört's. 20. Da sehe ich jetzt gerade im Moment. 20. Ei. In der Ruhe liegt die Kraft. Vor allen Dingen beim Burn. Ja, hast du jetzt quasi 20 Minuten Zeit, 20 Plätze aufzuholen. Also 15.
15 Runden. 15 Minuten. Ach, jetzt sehe ich's. Hast du alles durch. Jede Minute einer und du bist in die Top 5. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, dann wechseln wir jetzt mal den Kanal und wünschen dem Bernie erstmal alles Gute und viel Erfolg. Ja, danke. Das auf jeden Fall. Vor allem dem Glück, dass du nicht unschuldig abgeräumt wirst. Ja, und Ja, wir klar. hören zwischendurch mal rein. Oder Ja, wenn du in der Mauer hängst. Na dann, genau. bis später. Ciao. Bis dann, ciao. Und da hat das Gritting auch schon begonnen. Ah, okay. Ah, da sind wir ja. Viele GT3s. Was haben wir denn? Also, okay. Viele GT3s, das ist GT4. Da hast du natürlich voll was, aber das schneidest du raus am Ende, ne? So. Da haben wir unseren So. Bernie. So, ich weiß gar nicht, haben wir stehenden Start oder? Ne, wir haben Pace Car. Nee, da gibt es eine Einführungsrunde. Safety Car. Das fährt bestimmt gleich los. Dann gucken wir mal durchs Feld hier. Also. Auf Platz 1 der Justin Rehm, Giuseppe Del Lofaro dahinter, Baptiste Jimenez auf Platz 3. Dann haben wir A. Henderson, Paolo Toppi und Alessio Bender. Mach du mal weiter. So schnell kann ich gerade gar nicht hier. Oh, Gar nicht. Owen, Benlock, Vincent Martin, Stefan Reidi, Elmiri Cruisin, Dominik Schweizer, Bruno Hernandez, Ali Gamal Gantes Uendes, Tunjai Raifoglu, Maximilian Zinkel, boah, sind aber viele, ne? Xavier San, David Kovacs. Dann haben Jetzt wir auf Emre. jeden Fall volle Hütte. Auf jeden Fall volle Hütte. Ja. Und von den Rundenzeiten bewegt sich alles zwischen 1,42,1 und ja, 1,44, 1,45. So, das Rennen, wie mein Spotter schon gerade sagte, 15 Minuten geht's. Safety Car steht immer noch, oder? Nee, ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Reise los und die Autos setzen sich in Bewegung. Ja, also hier das GT3, wie sage ich immer GT3, das GT4-Feld, das Schöne ist, ist auch schön bunt gemischt. Viele GT4-Autos mittlerweile in iRacing drin. Ja. Ja, Aston Martins, Mercedes, sieht gut aus. Und mittendrin unser Bernie. Ja, ich merke gerade, dass ich 37 Bilder pro Sekunde habe. Oh, Ja, das ist hier bei so vielen Autos. Und zum Glück nehme ich gerade bei mir auf. Ja. Sehr schön. Bruno Hernandez hier. Ali Kamal Cantas Wendes. So, wo ist er denn, der Bernie? Guck mal. 21. Und hier auf der Pole der Justin Rehm im McLaren. Ja. Das Pace Car Ja. musste gleich abbiegen und Genau, gleich geht's rein los. alles schön geordnet hier. Da ist das Pace Car weg. Ja. Der belauert sich hier. Oh, der wartet aber lange. Das stimmt. So, los geht's hier. Auf geht die wilde Fahrt. Da ist Justin Los, Rehm bitte. vorne weg und da fächern sie auseinander auf die erste Kurve zu. Das ist eine Hairpin rechts. Oh, zu dritt fahren die da rein. Wir gehen mal hier in den Hubschrauber, um zu gucken. Da kracht es auch schon zum ersten Mal. Maximilian Zinke im AMG abgeflogen. Versuchen wir mal direkt dahin zu gehen. Und vor ihm der Javier San. Ja, hier fliegt der erste ab. Zack, bang. Ja, wen haben wir da? Der Javier San. Ja, San, der wird aber. Da ist noch der Chris Pereira. Der ist aber plötzlich abgebogen. Siehst du das? Der kennt einen, ne? Der kriegt einen von seinem Hintermann auf die Ecke und geht fliegen. Ja. Aber das sah Ja. sehr eigenartig Ui, aus. aber der ist aber merkwürdig für immer unverschuldet. Schade. Emotional Und der zweitplatzierte Giuseppe Lofaro nach hinten gefallen auf P4. Ich bin irgendwie gerade nicht live. Da gehen so, viele mein weit. Gott. Da fliegt der nächste ab. Oh, da Ey, gab es auch eine Henderson. Berührung da.
Ich stell mal hier Kamera auf. Kommt wieder zurück und dann fliegt schon wieder einer. So einige Unfälle hier in der ersten Runde, aber die gucken wir uns nachher an. Der Wie hast Bernie du auf denn- B16. Hinter Bernie hat schon wieder gescherbelt. Okay. Alles gut, der Bernie wird auf jeden Fall verfolgt, gerade von Dominik Schweizer, auch im AMG. Ja. Ja. Wie hast du die Kamera eingestellt? Auf Crashes oder was? Oder Exciting? Ich bin hier selber an der Kamera. Das ist Ah. alle paar Minuten Oh, anders. da hinten ist Der auch geht einer auch geflogen. einfach abgebogen. Da wird Kovacs. Ja. Der hat Jetzt einfach den Auto, Verkehr. zerlegt sein Auto da. Also ey. zeitlich Gas geben, oder? Wie auch immer. Ah, der Bernie hat auf jeden Fall gut welche im Schlepptau. Ja. Wieder auf die erste Kurve zu. Ganz schön wild hier die ersten paar Runden. Kann ich aber noch behaupten. Jetzt auf Platz 16. Noch ein bisschen. Wilde Kämpfe, auch direkt vor Bernie hier. Gehen wir mal zu Platz 5 hier, zu dem Paolo Toppi. Oh, da hat sich auch überall so eine kleine Lücke schon aufgemacht. Das GT4-Feld durch die Zwischenfälle jetzt schon etwas auseinandergezogen. Hier der Bruno Hernandez. Und Der hat dahinter auch schöne Metallic-Felgen, der Bruno Hernandez. ja, Dahinter gab es Überholmanöver. Stefan Reini ist an Elmeri Das ist nicht Cruise Green mitgekriegt, ey. vorbeigegangen. Oh, da geht einer weit. Togai Retifoku. ja, da Bernie gehen auch weit mehrere. Oh, gegangen und neben Bernie fliegt einer ab. Dominik Schweizer. oh, wer war das? Wer ist das? Gucken wir mal. Das Boah. war der Dominik Schweizer. Harte Bandagen da auf jeden Fall. Da hinten Ja. dreht sich auch einer. Oh, durch. direkt hinter Bernie, das ist der. Mit dem hast du auch gekämpft und der fliegt dann ab, der Dominik Schweizer. Ja. Ach, der ist in die Wand reingeglitscht und kam nicht mehr weg. Mal gucken, aber Bernie kann innen vielleicht vorbeigehen. Nee, schafft er nicht. Muss jetzt auch noch einen Platz hergeben. An den Emre, an den Herb Atar. Wilde Action hier. Ja, auf jeden Fall. Ganz vorne Justin Rehm, schon 1,3 Sekunden Abstand vor Baptiste Jimenez. Hier vorne, ja. Baptiste mit dem, ist der mit dem McLaren, ja, ne? Nee. Nee, der Baptiste ist hier in dem bunten AMG unterwegs. Ja, da haben wir gerade ein Bild hier bei mir. Dahinter dann den Alessio Bendler, Ja, und Giuseppe Lofaro. der von P2 gestartet ist und direkt am Anfang 2 Positionen verloren hat. Dann haben wir den Paolo Toppi auf P5 in einer lustigen Camouflage-Lackierung hier. Dahinter dann Vincent Martin im BMW. Und Wenlock Ja. dahinter. Ja, die reihen sich alle wie die an der Perlenkette hier. Mal ein bisschen größerer, ein bisschen kleinerer Abstand, aber da hinten kommt noch eine Vierergruppe da mit Emre Cuisin an der Spitze. Bernie Der auf hat ja auch- P16. Solides Rennen und hat sich bisher aus allem rausgehalten hier. Top, kleine Lücke schon nach vorne zum Herb Atar. Bernie schon fast die Hälfte hinter sich gelassen Ja. und auch bald in den Pluspunkten. Mal in den Ruka Miller. Ach, das ist gar nicht der. Hier haben wir mal den A. Henderson im AMG im Bild und vor ihm der Stefan Reidi und Elmeri Kuzmin, die Plätze Da 10, ins 11 und Cockpit 12. rein, dann können wir mal den Bernie mal von hinten sehen. Das Feld geht jetzt in die 4. Runde. Du willst gerne den Bernie von hinten sehen. Nee, ich will das nicht. Hat schon einiges an Gerangel gegeben, aber große Ausfälle keine. Und unser Bernie immer noch mittendrin. Also sind schon gut, die GT4, ne? Vor allen Dingen mittlerweile auch eine schöne Vielfalt an Fahrzeugen. Genau, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Wir haben den Porsche, wir haben McLaren, wir haben AMG, wir haben Aston Martin. Also ein paar schöne Fahrzeuge dabei. Das GT4-Feld bei iRacing steht dem GT3-Feld fast in nichts nach. Wunderschöne Fahrzeuge hier. Das ist auch ein lustiger Name hier. Tourgeil. Oh, jetzt fliegt wieder einer. Nummer 19, Stefan Reidi. Ja, McLaren. Tunjai heißt das. Ah,
der muss gucken. Oh, Vom Motorsport, ganz viele ja. Plätze vorbei. Was ist denn da passiert, dass ich einfach... Ja, oh, der ist getroffen worden von so einem Hintermann von A. Henderson. Oh, Oh, jetzt direkt vor Bernie ist jetzt hier aber Action. Bernie, der macht schon Druck hier. oh ja, da ist ein ziemliches Geknubbel, wie es aussieht. Ja. Da hat er einige Autos vor sich da. Einen Aston Martin und 2 AMGs und einen Porsche im Schlepptau. Oh, der Porsche, der setzt sich jetzt neben ihn. Da muss der Bernie einmal einen Platz hergeben. Oh, jetzt wird's Oh, da knapp. kommt gleich noch einer und einer fliegt da. Ja, der Tunjai ist geflogen. Bernhard hat noch all seine Nerven zusammen, hat jetzt aber den Porsche da links neben sich. Fahren die in die Box? Ne, das sah nur so aus. Das ist der Oh, ja. Emre vor dir. Ne, Zack. hier mal Da biegt der der Tourgay. 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 Eddie Voglu, einfach Namen. Ja. Streitet sich mit Chris Pereira und biegt ab. Crazy, you know, when I think about this. Bernie ist da noch ganz gut bei der Musik, aber ist eher lieber ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig. Jetzt hat sich das Feld also ein bisschen Ja, auseinandergezogen hat sich jetzt. schon bisher gelohnt. Die schlachten sich ja Ja. alle gegenseitig. Ja, oh, jetzt, Oi, oi, jetzt oi. hat der, jetzt hat der Bernie oh. eine gegeben. Oh, Jetzt wie hat der ärgerlich. Bernie für ihn. Aber Kollege Bernie- ist jenseits geschickt. ja, Das war ist- nicht mit Absicht, aber Nee, definitiv nicht, ja. Ist pack, halt einfach ab. Zeigt der Bernie mal die Muskeln hier. Ja, auf jeden Ja. Fall. Schon in den Top 15. Nee. Den Luca Raphael Villia, den hast du schön hier. Ja, guck Der mal, ist wie ja der immer- rumeiert. der ist Guck immer mal, wie der richtig- da rumeiert. Ja, der ist richtig abgeschossen worden. Und Bernie hat nichts davon gemerkt. Der ist ja in Bernie reingeeiert sozusagen. Aber die Jungs hier, die schenken sich nichts. Ne? Nee, das geht schon gut Oi, hier. jetzt geht's weiter hier direkt vor Da vorne die beiden, einer der beiden AMG ist da weit gegangen. Ich weiß nicht, der Ja. Chris Pereira und Emre. Oh, jetzt zack, zack. Oh, jetzt fahren die sich gegenseitig die Kisten. Der Bernie guckt sich das alles aus der Luft. Ja, aber Hier, oh, jetzt geht der Emre aber ganz weit. Bernie kriegt aber auch jetzt Besuch von hinten. Ne? Da kommt direkt der nächste Zug. Marius Blendea. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben nur noch 3 Minuten, ne? Langweilig ist hier auf keinen Fall. Ganz vorne der Justin Rehm zieht hier einsam und verlässt seine Kreise vor Baptiste Jimenez und Alessio Bender. Dann haben wir Giuseppe Floro auf E4, wie gehabt. Ja, aber das ist auch noch. Ja, alles ist alles relativ eng beisammen eng, ne? hier. Uiuiui. Jetzt gibt es da scheinbar die Überholmanöver oder nee, das ist eine Runde da. Das ist der Tourguy, der aus der Box gekommen ist. Tunjai. Oder Tourguy. Tunjai meine ich, oder? Tourguy steht da. Tourguy, Reddy, Voglu. Und oh, da ist einer in die Mauer abgebogen. Ja, ich bin jetzt hier gerade mal beim Bernie. Der ist direkt hinter dem Emre. Oh, greift er an. Er hat schon mal so ein bisschen die Nase rausgestreckt, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Aber und der nächste, der da weg in die Wand, in die Mauer geschossen wird. Kovac, der der David zum Kovac. Zweiten, der ist doch vorhin schon mal eingeschlafen, oder? War das sein Kumpel? War das dasselbe? Zack, hier. Ey, der ist schon überrundet. Komm Ich aus der muss der Box Kamera und ist nicht nochmal baden gegangen. Genau, ich wollte nämlich den Marius Blendea zeigen. Das nächste Mal tue ich auch meinen Bildschirm übertragen, damit wir dasselbe kommentieren. Jetzt greift der Bernie den Emre an und geht da innen durch. Zack, kleiner Schubser. Oh, Bernie ist er vorbei Ja, an Emre. Jawohl. jetzt nicht. Nee, der kontert. Ah, das ist doch nicht vorbei, das Ganze. Oh, jetzt ist aber der McLaren ziemlich nah rangekommen hier, der Marius Blendea. Der wittert da auch seine Chance, wenn zwei sich da streiten. Und hier auf der Start- und Zielgeraden versucht jeder ein bisschen den Windschatten von dem anderen zu nutzen. Bernie trotzdem schon in den Pluspunkten. Wir gehen jetzt in Runde 7. Hier haben wir das Ganze mal aus der Sicht vom Marius aus dem McLaren. Bernie ist da innen. Und der Emre auf der Außenbahn. Es ist nur die Frage, wie gut kriegt der Bernie jetzt da die Kurve? Ja, sehr gut, alles klar. Und hier der McLaren, der verkämmelt sich jetzt. Oh meine Güte. Bernie macht ein bisschen die Linie zu. Ja, alles klar, die nächste Jetzt ist er Kurve. durch. Ja, aber die fahren schon fair, muss ich sagen. Das ist schon nicht schlecht.
Sehr schöne, enge und faire Zweikämpfe. Bernie jetzt auf P14. Jetzt hat der Marius ein bisschen verloren. Emre hält weiter den Druck aufrecht hinter Bernie. So. Genau, da hat sich nämlich der Maximilian Zinke hat sich dazu gesellt und jagt jetzt den Emre. Und sofort konnte der Bernie einen kleinen Gap aufmachen. Der macht aber auch alles dicht, was geht. Da kann der Bernie ein Da bisschen von stand einer. profitieren jetzt. Da stand Oh, jetzt ist einer. er aber vorbei. Oh, jetzt kommt's zum Unfall. Jetzt kommt's zum Unfall. Der Maximilian Zinke, der war auf jeden Fall mega schnell unterwegs. Ne? Und hier, wer war es? Er war es. Ne, er war es. Ne, wer war es? Oh, Bernie. Kann am Hörf-Adrat vorbeigehen. Da hat schon wieder so ein Porsche an ihm abgeprallt. Oh, Der jetzt Hörf. geht er aber weit. Der Hörf. Der Hörf. Erwe. Der Hörf. Herr- Adrat. Herr. Und hier mal wieder ein Blick nach ganz vorn. Justin Rehm weiterhin in Führung. So. Allerdings Marius kämpft versucht hier jetzt da der den Porsche zu überholen. vorne ist auch jetzt vorbei. Alessio Bender und Giuseppe Lofloro von hier dem Maximilian Zinke. Zinke, genau. So, Maximilian die Zinke Liga. gegen Emre Bataoğlu. Ja, die kegeln sich da beide gegenseitig raus. Ja, We're doing well. It's been really a lot of Bernie ist fun. mittlerweile and auf it's, Position an amazing 13 vorgefahren. Sehr, Sehr gut. gut. Und auch hier ganz vorne um den letzten Podestplatz wird fleißig gekämpft. Alessio Bender und Giuseppe Lofaro. Ja. Und hinter ihm Marius Blendea, der hält hier die ganze Meute auf. Da wird jetzt aber, da greift es der Herve Attack greift an. Aber außen ist schlecht angreifen, ne? Oh, der Oh, wollte oh, eigentlich oh. noch mitmischen. Guck dir mal an, was da von Rattenschwanz dahinter hängt. Ja, Und Bernie kann sich jetzt frei fahren. ja, das stimmt, ne? Da profitiert er jetzt richtig gut von. Und hier der Justin Rehm, der Leader, 1,7 Sekunden in Führung. Herve ist ran vorbei. Oh, das kracht er wieder. Oh, da wird aufgepasst. Da ist er aber weit gegangen. Und hier der Marius. Wer will's wissen, ne? Mit Händen und Füßen wehrt er sich hier. Und guck mal, was der Bernie jetzt auf einmal für einen Vorsprung hat, ne? Weil der da hinten so Spirenzchen macht, ne? Oh, da gibt's einen Unfall. 3 Autos sehe ich da. Wieder, wen haben wir da? Martin Krajewski. Oh, das ist jetzt hier. Das ist im Hinterfeld. Position 17, Martin 18, Krajewski. 19 oder was? Wow. 3 Autos, die sich da lang gemacht haben. Hier Ein ist noch mal der Gewusel hier. Luca. Neben Stefan und Martin auch der Javi San hier involviert. Oh, da ist Hier- weiße Fahne. Weiße Fahne. ist Hier wird auch draußen. noch gekämpft. Hier Vincent Martin und Wendlock. Oh ja, das ist auch ein schönes Dreiergespann hier mit einem Mercedes, BMW und McLaren. Der Kampf um den letzten Top-5-Platz. Paolo Toppi, Vincent Martin und Owen Wendlock. Ja, Schöne Kämpfe hier. Vorne der Justin Rehm. Ein tolles Rennen hier auf dem Weg zu seinem auf jeden wohlverdienten Fall. Sieg. Super Rundenzeiten, wie ein Uhrwerk abgespult. Wahnsinn. Dahinter Baptiste. Dahinter der Baptiste Jimenez genauso. Die letzten paar Meter. Ja. Hier kann es noch interessant werden zwischen Platz 3 und Platz 4. Alessio Bender und Giuseppe Lofaro kämpfen da noch. Alessio Ja. Bender und Giuseppe Lofaro. Ja, da ist noch das ist aber so schön, die letzte Messe noch nicht gelesen. Die letzte Kurve für Justin Rehm und da geht's auch Richtung Richtung Zielflagge. Startziel. Oh, ganz knapp. Aber Alessandro Bender hat die Nase vorn. Und da kommt die Zielflagge für Justin Ja. Rehm. Amazing. Glückwunsch. Sehr schönes Rennen, sehr schönes Rennen. So, dann haben wir dahinter Paolo Toppi, Vincent Martin und Owen Wendlock. Da kommen auch nochmal Und 2 der Bernie rein. ganz knapp. Bruno 13er. und Ali. So, Henderson, Chris Pereira und direkt dahinter Zehntel Abstand. Der Bernie auf Platz 13. Ja, aber immerhin. Hat sich doch Sehr nichts gut, sehr geleistet. gut, sehr gut. Kein Dreher. Boah, das ist gerade der Tod für meine Grafikkarte. Ja, nicht nur für deine. Ah, sehr gut. So. Komm, wir gucken. Komm, wir gehen mal zum Bernie. Wir gehen jetzt Komm, zum wir Bernie, gehen mal zum genau. Bernie. Ja.
komm ich da hinten. Ja, Bernie. Hallo Bernie. War doch mal Rennaction vom Feinsten. Alter Verwalter, das war geil von dir. Bernie auch mal die Definitiv. Ellenbogen ausgefahren hier. Der eine ist an dir zerschellt. Ja, der hat einen Wackler gehabt. Und der hat einen kleinen Ditcher von dir gekriegt und ist dann steil abgebogen. Ja, du bist wie ein Carrera-Auto weitergefahren. Und der hat sich dann weggedreht. Das war schon geil. Da waren harte Bandagen auf jeden Fall hier. Alter, da ging's rund hier. Also du wusstest ja am Anfang gar nicht, wo du hinschalten solltest. Ja. Und die haben ja, also die kennt da keine Gnade, noch reingehalten überall. Ja, war aber ein schönes Rennen, also hat Spaß gemacht. Ja, man hat gesehen, wie du in einigen Situationen zurückgezogen hast, ne? Was dann echt eine gute Weisheit. Entscheidung war. Weisheit. Man muss auch ab und zu mal mitdenken, sonst überlebst du hier nicht, wenn du da überall reinhältst. Die sind ja nicht viele mit Köpfchen gefahren, hier sag ich mal. Ja, jetzt hier in der letzten Runde, der Rote, der da vor mir war, Ja. da war doch mal knapp, da war ich ein bisschen zu überambitioniert, aber ansonsten War schon geil. war es mega geiles Rennen, also es hat mega Spaß gemacht. Um dich rum war ja die Hölle los, also. Ja, du bist öfters mal hier im Tode entronnen. Aber geil, das hat Spaß gemacht zuzugucken. Ja. Na gut, vom 21. zum 13. nach vorne. Oh, fast 10 Plätze, ne? Ja. Das war super. Wir müssen das nur. Also, Tommy, wir müssen nächstes Mal muss ich mein Monitor bei Discord übertragen, dass wir dasselbe kommentieren. ja. Bernie Gut, hat ich hab Spaß aber- gemacht, vielen Dank, war ein tolles Rennen. Ja, möchte mich auch noch bei unseren Zuschauern bedanken fürs Zugucken. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, ciao. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.